Moin ihr Lieben, David hier von Musik Produktiv und ich zeige euch heute mit der Fender CD und CC60 zwei richtig coole Einsteigergitarren. Los geht's! So, Fender als riesengroßer, traditioneller Hersteller hat natürlich auch Western-Gitarren für den oder die Einsteigerin mit im Portfolio. Und zwar die schöne C-Serie. CD steht für Dreadnought, das ist hier der Korpustyp, so einer der gängigsten Western-Gitarren überhaupt, würde ich sagen. Die CC, hier drüben wiederum, da steht das C dann für Concert. Das ist im Vergleich so ein etwas kleinerer Korpus. Die Korpusform wirkt sich nämlich enorm auf den Klang von der Gitarre aus. Es ist nicht nur eine haptische Geschichte, wo es heißt irgendwie, wie groß ist der Korpus denn? Komme ich da überhaupt drüber? Lässt sich die irgendwie einfach spielen oder gut spielen für mich? Sondern eben klanglich hat das auch so seine Unterschiede. Eine Dreadnought hat jetzt allgemein ordentlich Volumen. Ja, das heißt, die hat auch eine gewisse Lautstärke und neigt dazu allgemein, wenn ich kein Freund davon bin, so zu pauschalisieren, dazu erstmal mehr Bässe und Höhen zu haben. Also es ist eine super Gitarre für Strumming, um sich selber auch zu begleiten. Wobei das natürlich alles immer individuell auf euch ankommt. Fühlt euch mit der Gitarre wohl, passt die zu eurer Stimme und zu eurer Spielweise, ja oder nein. Natürlich kann man auf einer Dreadnought auch prima Finger picken, zeige ich euch gleich. Die hier wiederum jetzt, die Concert, doch ein Stück kleiner im Vergleich. Das heißt, ja, schmiegt sich vielleicht auch ein bisschen besser an und lässt sich einfacher spielen, wenn ihr nicht so riesengroß gewachsen seid. Und hat darüber hinaus klanglich dann eben doch eine Spur mehr mitten, was natürlich gerade auch für Fingerpicking cool sein kann. Sprich, wenn ihr zupft, anstatt mit dem Pleck da irgendwie ordentlich reinzuschrebbeln. Und ja, ist von der Lautstärke halt natürlich ein Stück leiser als so eine Dreadnought, die dann doch mehr Volumen bietet. So ein bisschen zu den Zutaten, zu den Spezifikationen. Wir haben super klassisch eine Fichtendecke, die ist bei der Gitarre ja auch massiv. Und ansonsten wurden für die Zagen und für den Boden schönes Mahagoni verwendet. Das hat auch eine tolle Maserung, wobei das natürlich laminiert ist. Wir sprechen hier von sehr günstigen Gitarren, die aber overall echt eine tolle Qualität bieten. Und da kann man natürlich nicht erwarten, dass die komplette Gitarre massiv wäre. So ist die Gitarre hier jetzt insgesamt teilmassiv. Massive Decke, Rest laminiert. Für das Griffbrettholz als auch für den Steg ist jetzt Walnuss zum Zuge gekommen. Häufig hat man ja auch Palisander. Wobei Walnuss jetzt auf jeden Fall schon seit geraumer Zeit Einzug gefunden hat in den Gitarrenbau. Also in den modernen Gitarrenbau, sage ich mal, in die Industrie. Klanglich auf jeden Fall auch nahe dran am Palisander, was ja viel verwendet wird. Und hätte es mir jetzt keiner gesagt, dann würde ich auch sagen, gibt es eigentlich keinen großen Unterschied. Genau. Für den Steg von der Einlage her als auch den Sattel wurde Kunststoff verwendet. Auch das ist in der Preisklasse eigentlich ziemlich normal. Genau. Und so kommen wir auf ein ziemlich klassisches Western-Gitarrenrezept. Was ich besonders wichtig finde für Einsteiger, ist, dass die Gitarre sich nämlich gut spielen lässt und dass sie gut verarbeitet ist. Ja? Die haben wir jetzt beispielsweise beide frisch aus dem Karton gezogen, mussten nicht mal groß oder wir haben gar nichts nachjustiert. Wahrscheinlich können wir noch eine Mühe rausholen irgendwo, aber ich dachte, ich demonstriere euch einfach mal, was die Gitarren ab Werk so können. Was besonders wichtig ist, ist für mich die Bespielbarkeit. Dass ich keine hohe Seitenlage habe, also der Abstand von der Seite zum Griffbrett, wenn der möglichst gering ist, ohne dass es großartig schnarrt, lässt sie sich halt entsprechend einfach spielen und ihr müsst nicht viel Kraft aufwenden, um den Druck da aufzubauen. Das ist gerade für Einsteiger sehr cool. Und eine andere Sache, die da auch noch so mit in das Thema reingrätscht, würde ich sagen, was um die Verarbeitung geht, wäre zum Beispiel hier die Buntkanten von den
ja, von den Bünden eben, ne? Von dem Bunddraht. Die wird hier entsprechend einzeln eingesetzt, Bund für Bund. Und bei günstigeren Gitarren ist es schon häufiger mal der Fall, dass die Bundkanten nicht ordentlich verrundet sind, die Nupsis hier. Und dann reißt du dir da schnell mal die Finger auf. Und das sorgt auch insgesamt für ein weniger schönes Spielgefühl, ne? Abschließend würde ich in dem Kontext nochmal auf das Halsprofil eingehen wollen. Das ist nämlich schön schmal, so ein schmales C würde ich sagen, ne, sodass ihr da auch selbst mit kleineren Händen gut zurechtkommen solltet und keine Mörderpranken braucht. Aber selbst ich mit 1,90 kann auf den Gitarren super spielen. Abschließend vielleicht jetzt nochmal erwähnenswert, dass wir hier so verschiedene, ja, eher kosmetische Verzierungen haben, ne? Also hier einmal rund ums Schalloch so eine schöne Einlage. Wir haben schöne Bindings hier, einmal rund oben und auch unten am Gitarrenkorpus, ne, als dass sich das jetzt so vom Gesamteindruck auch fürs Auge schön komplettiert. Ja. Wie die Dinger klingen, das zeige ich euch jetzt. So, ich hoffe, ich habe euch heute die CD60 als auch die CC60 von Fender ein Stück näher bringen können. Auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um mit dem Western-Gitarrenspiel zu starten oder auch das vorhandene Portfolio gitarrentechnisch zu erweitern. Sehr, sehr schöne, gut klingende Gitarren in dem Preisbereich und ja, meiner Meinung nach uneingeschränkt empfehlenswert. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dann. Übrigens, kommt mal noch ein Stück näher. Wäre richtig cool, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr einfach noch ein Like da lasst, ja? Kurz den Channel liken, vielleicht auch noch einen netten Kommentar. Dankeschön.